Zenit verfügt endlich wieder über eine eigene Taucheruhr in der Kollektion, genauer genommen über zwei Modelle. Einerseits ist da die DeFi Revival, eine Nachbildung des Originals von 1969, das zeitgemäß mit einem 37 mm großen Gehäuse auf den Markt kommen wird, zu einem Listenpreis von 7.400 Schweizer Franken. Dann gibt es auf der moderneren Seite der ganzen Geschichte die DeFi Extreme Diver, eine 42,5 mm große Taucheruhr, die es in zwei Varianten zu kaufen geben wird. Einmal mit einem schwarzen und einmal mit einem blauen Zifferblatt, beide mit einer farblich angepassten Lünette aus Keramik, die sich selbstverständlich einseitig drehen lässt in 120 Schritten. Bei 9 Uhr gibt es ein integriertes Heliumventil. Die Uhr ist bis 600 Meter wasserdicht, kommt mit einem Schnellschwingerwerk von Zenit. Das Zifferblatt ist strukturiert, die Krone selbstverständlich verschraubt. Der Listenpreis beträgt hier 10.900 Schweizer Franken. Dazu kommt, so ich das richtig verstanden habe, eine relativ große Auswahl an Bändern, angefangen von einem passenden Titanband hin zu einem Kautschukband und einem Textilband, das aus rezyklierten Fischernetzen hergestellt worden ist. Damit ist auch etwas klar, dass weitere Details zur Uhr am besten auf der Website nachgelesen werden oder aber hier in den Untertiteln, die ich auch nachträglich noch bearbeiten kann und um weitere Details zur Uhr ergänzen kann. Für mich eine der spannenderen, weil unerwarteteren Neuheiten von der Watches and Wonders. Ich habe lange darauf gewartet, dass Zenit endlich auch wieder mal im Taucheruhrensegment aktiv wird. 2024 ist also das Jahr, in dem dieser Moment eingetreten ist. Mir gefallen die Uhren ausgezeichnet gut, sie sind entsprechend präsent am Handgelenk und wer mehr über die DeFi Extreme und die DeFi Revival erfahren möchte, im Beschrieb des Videos hat es wie gewohnt einen Link mit weiteren Infos und Fotos rund um die 3 Neuheiten aus Le Locle. Wer Fragen hat, kann wie immer gerne das Kommentarfeld benutzen. Ich werde diese so schnell wie möglich beantworten und freue mich natürlich über ein Feedback, ganz besonders über ein Like und noch ein kleines bisschen mehr über ein Subscribe, weil ich so sicherstellen kann, dass Videos wie dieses automatisch in Zukunft dann auch im Feed auftauchen, wenn etwas Neues auftaucht.